Dank, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Das Thema ist ja heute Gewalt auf der Straße oder im Allgemeinen Selbstverteidigung. Ja? Einige Jungs sind hier von mir, die wissen das ja, aber hier so die Neuen. Was ist denn für euch überhaupt Selbstverteidigung? Was ist für dich Selbstverteidigung? Selbstverteidigung, unverletzt aus einer Situation rauskommen, sich selbst gegen irgendwelche Angriffe zu verteidigen. Das heißt, wenn ich dich angreife, dass du da unverletzt herauskommst? Unverletzt herauskommt, weil den Gegner so außer Gefecht setzen, dass er eben nicht weitermachen kann. Okay. Was ist für dich Selbstverteidigung? Am liebsten gar nicht erst in so eine Situation kommen oder gehen. Wie geht das denn? Wie funktioniert das denn? Am liebsten, ja. Ja. Wisst ihr, wo Selbstverteidigung anfängt? In eurem Kopf. Nicht die hier oder die hier sind eure stärksten Waffen, sondern hier oben, eure Dunstkiefer. Das ist eure stärkste Waffe. Und Selbstverteidigung ist auch, dass ich jederzeit an dem Thema Sicherheit, Schutz, Selbstschutz denke. Einige von euch haben das nicht getan. Warum? Da vorne rennt jetzt jemand rein und fängt an zu ballern. Wo rennt ihr hin? Zu dir. Ist eine Option, aber leider bin ich nicht kugelsicher. Nein, aber wo könnt ihr hinrennen? Sagt mir das mal. Da ist eine Tür. Aber was ist denn da vor der Tür? Da haben einige Klonköpfe ihre Tasche vorgestellt. Und das ist schon Selbstverteidigung. Ja, das nicht zu machen. Denn wenn jetzt Panik ausbricht, dann werden die ersten zwei oder irgendjemand wird plötzlich über diese Tasche fallen, den Weg versperren und schon können die anderen gar nicht mehr abkommen. Und so einfache Dinge, ohne Wushu, ohne Schlagen, ohne Schwitzen, ist Selbstverteidigung. Zu wem gehören die Taschen? Weg damit. Du Scheiße! Oh! Das kann ja gar nicht sein. Das war abgesprochen. Du bist gleich abgesprochen. Also, man denkt ja immer, ne? Ich muss jetzt Kampfsport machen. Ich muss so MMA, ich muss Kafara machen, ich muss hier machen. Ja, ist alles super, wenn man das macht. Alles super. Aber wenn ich trotzdem meine Beine nicht einschalte, dann nützt mir das nichts. Ja? Das heißt, das Wichtigste, was ihr habt, euer wichtigstes Werkzeug, ist euer Kopf. Selbstverteidigung fängt im Kopf an und mit unserem eigenen Verhalten. Warum ist das denn so? Warum würde ein Täter plötzlich euch angreifen? Das kann mehrere Faktoren haben. Ihr seid zur falschen Zeit am falschen Ort. Ihr seid alleine. Aber warum würde der Täter plötzlich gezielt Person X angreifen? Körperhaltung. Ja, es hat wirklich mit unserer Körperhaltung zu tun, wie wir uns geben, wie wir uns bewegen. Alle kennen ja Germany's Next Topmodel, ne? Ja, komm, so seid nicht so schüchtern, die Jungs gucken da so bestimmt, ne? Die Mädels auch. Also, was machen die Mädels da? Ne? Die sollen über so einen Laufsteg gehen und die Mädels gucken sich das an, ob die gerade gehen, ne? Ob die umknicken damit, hier rein, was auch immer. Und so doof wie sich das anhört, ein Täter reagiert auf andere Merkmale. Ja? Wir machen mal ganz kurz einen Test. Ja? Ihr seid jetzt hier die Jury Germany's Next Topmodel. Ja? So, dann würde ich sagen, du kommst mal zu mir. Nicht schüchtern sein, stell dich da hinten auf. Ja, ich weiß auch nicht. So, dann, du kommst auch zu mir. Ja, du bist mit im Boot. Hupp. Ja. So, du kommst auch zu mir. Und du kommst auch zu mir. Okay. So, ich vergebe jetzt nur Nummern. Wir haben Nummer 1, 2, 3 und 4. Geht ein bisschen
bisschen weiter auseinander. So, eure Aufgabe ist jetzt ganz einfach. Ihr seid jetzt die Jury. Und ihr achtet einfach auf Merkmale, die dort gleich zu sehen sind oder auch vielleicht auch nicht zu sehen sind. Eure Aufgabe ist relativ einfach. Ihr bewegt euch, wie ihr euch im Alltag bewegen würdet. Und ihr lauft einmal langsam von A nach B. Ja? Laufen oder gehen? Ja, nicht rennen, ne? Oder rennst du nur mit dem Alltag? Nein. Kannst du spazieren, ne? Du bist ganz normal unterwegs. Okay, bitte. Okay, danke schön. Wenn ihr jetzt die Jury seid, welche Zahl würdet ihr da rauswählen? Welche Nummer würdet ihr ziehen? Wo habt ihr vielleicht Unsicherheit? Wo habt ihr vielleicht eine Schwäche irgendwo erkannt? Ich würde die Nummer 1 und 2 rausnehmen. Nummer 1 und Nummer 2. Dann bitte begründen. Der Blick und die Schulter spielt aus meiner Sicht eine große Rolle. Wenn der Blick zum Boden geht und man nicht horizontal nach vorne in die Schulter geklappt sind, dann ist das quasi für mich eine kleine Einladung. Haben wir noch irgendwelche Zahlen? Keins. Auch 1. Auch Begründung? Ja. Dann stell dich bitte wieder auf. Ja? Es gab einen Wissenschaftler, der hat Folgendes gemacht. Er hat 10 Personen genommen, männlich, weiblich, und hat diese Personen digitalisiert. Die haben überall so Pünktchen gehabt und diese Personen sollten nur von A nach B laufen, so wie ihr das gerade gemacht habt. Es waren Personen dabei, denen noch nie etwas passiert ist. Es waren Frauen dabei, die schon schwerst vergewaltigt wurden, Männer, die schon ausgeraubt, fast totgeprügelt wurden. Quer durch die Gabe. Und diese 10 Personen wurden digitalisiert, sodass man keine Geschlechtsmerkmale mehr erkennen konnte. Man hat nur noch Strichmännchen gesehen. Strichmännchen, die sich von A nach B bewegen. Und mit diesen Strichmännchen ist er in Hochsicherheitsgefängnisse gefahren und hat dort Mörder, Vergewaltiger, Schwerstkriminelle interviewt und hat gefragt, du, schau dir das mal bitte an. Welche Person würdest du auswählen und würdest du vielleicht angreifen? Und das Resultat war schockierend. Zu 90% haben die Insassen die Person rausgepickt, denen schon mal etwas Schlimmes passiert ist. Das heißt, schon alleine durch unsere Körpergestik, durch unsere Wahrnehmung, ne, wie bewegen wir uns, Schulter rein, Blick gesenkt, können wir ganz viele Signale ausstreuen, die uns zu einem Opfer machen. Weil ein Täter sucht immer ein Opfer. Der sucht nicht Mike Tyson. Weil bei Mike Tyson gibt es die Zähne raus. Okay? Bei einem Opfer, das ist dann schön, da fühle ich mich dann gut. Das ist ja das Nächste. Die Jungs selber haben eigentlich irgendwo ein scheiß Leben. Wenn ich ausgeglichen bin, mein Leben ist in Ordnung, dann muss ich nicht mit Pulver in den Adern hier durch die Gegend laufen und explodieren für jedes bisschen. Und eigentlich bin ich unzufrieden mit meinem Leben, mit meiner Vergangenheit, was auch immer. Und das projiziere ich dann auf jemanden, den ich da auch gerade sehe. Es gibt natürlich verschiedene Gewaltarten und Übergriffe, sexuelle Gewalt, was auch immer. Ne, aber da wollen wir jetzt gar nicht zu tief in die Materie gehen. Aber das ist natürlich ein Thema. Wie verhalte ich mich denn? Wie bewege ich mich? Und damit können wir schon ganz, ganz viel ausschließen. Ja? Denn wenn ich so ein braunes Häuschen so laufe, dann ist der Reiz viel, viel größer. So. Das ist schon mal Nummer 1. Wir quatschen jetzt erstmal viel. Ne? So. Ganz, ganz wichtig.
Gleich und andere, was wir machen, die Techniken sind auch wichtig, aber die sind ja dann dafür da, wenn wir alles andere schon verpennt haben. Wenn alles andere schon gar nicht mehr funktioniert. Es fängt alles mit unserem Verhalten an. Heute, Zeitalter Smartphone. Jeder hat dieses Ding. Und die Leute nehmen die Umwelt schon gar nicht mehr wahr. Frauen, Kopfhörer im Ohr, Smartphone in der Hand, gucken drauf, na, was gibt es noch bei Facebook, Instagram, ach, der hat mich geliked, super. Sie sehen gar nicht mehr, dass der Täter ihr schon lange folgt. Und das Gleiche gilt auch bei Männern. Wenn ich sehe, eine Person ist abgelenkt und er guckt nur auf sein Smartphone, dann nimmt er die Umgebung gar nicht mehr wahr. Und ein Täter reagiert auch auf sowas. Ein Täter sucht immer ein leichtes Opfer. Und wenn ich sehe, du bist abgelenkt, weil du nur in dein scheiß Telefon guckst, dann warte ich nur, bis du irgendwo an einer Stelle bist, wo es für mich günstig ist, und dann überfalle ich dich oder schlag dich zusammen oder was auch immer. Und es geht darum, sich davon wieder so ein bisschen zu lösen. Guck doch mal wieder hoch. Ne? Unsere Städte sind schön, die Natur ist schön, ich muss nicht immer nur in das Ding gucken. Ja? Frauen gehen joggen im Wald mit Kopfhörer im Ohr. Warum? Ohne Musik laufen ist langweilig. Ne? So. Und wenn ich frage, ey, das würde ich aber nicht so machen, dann höre ich immer wieder, ach, mir passiert schon nichts. Das ist das Nächste. Wir alle laufen durch die Gegend und sagen immer wieder, mir passiert schon nichts. Ah nee, da wird schon nichts sein. Wir haben von Natur aus ein eigenes Alarmsystem. Hat nichts gekostet. Ist in uns drin. Da muss ich nicht 3,5 Mille für ausgeben. Ne? Ist schon da. Aber wir schalten das jedes Mal aus. Weil wir immer sagen, ah nee, passiert schon nichts. Ganz grobes Beispiel. Köln, Silvesternacht, ne, gab es da einen riesen Aufruhr, riesen Aufschrei. Frauen wurden belästigt. Ungeheuer. Wie kann man denn sowas machen? Aber im Umkehrschluss, jetzt bin ich in Köln unterwegs als Frau, komme jetzt auf diesen Platz und sehe Menschenmassen und fast nur männlich. Fast nur männlich. Muss ich da durchgehen? Ja, ich muss jetzt die letzte Bahn kriegen, aber in dieser Situation muss ich da durchgehen? Eigentlich sagt der Körper doch schon, ihr habt schon ein mulmiges Gefühl. Und ihr fangt an zu überlegen, ja, soll ich das jetzt machen? Und was kommt dann? Dann schaltet ihr euer Alarmsystem wieder komplett aus. Indem ihr sagt, ach, da passiert schon nichts, die sind alle nett. So. Und darum geht es, die richtigen Entscheidungen zu treffen, mal das Alarmsystem nicht auszuschalten. Ihr sollt nicht paranoid werden, aber ihr sollt so ein bisschen auf euren Körper hören. Wir haben ein naturgegebenes Alarmsystem. Und das dürfen wir nicht jedes Mal ausschalten. Das funktioniert ganz gut. Ja? Und wir müssen nur lernen, darauf zu hören. Ich muss da nicht durchgehen. Da sage ich, fuck, was ist denn hier los? Aber weißt du was? Lotta, wir nehmen Taxi. Ja, oder ich benutze mein Smartphone, rufe meinen Papa an oder rufe irgendjemand an. Hör mal, jetzt holst du mich mal ab aus Köln. Ja? Also, wir müssen die Dinge nicht tun. Ein ganz, ganz schlimmes, ein ganz, ganz aktuelles Beispiel. Der Feuerwehrmann, der mit seiner Frau und einem anderen Pärchen einen Weihnachtsmarkt besucht haben. Sie hatten einen schönen Abend und sind dann nach Hause geschlendert. Und plötzlich treffen sie auf ein paar Jugendliche, die irgendwo laut sind, irgendwelche Sachen durch die Gegend schießen. Ich weiß nicht, ob alkoholisiert oder was auch immer. Der Mann ist gestorben. Warum? Warum ist er gestorben? Wer kann das sagen? So, er ist dahergelaufen und dachte sich, warum auch immer, ich kann da jetzt was sagen. Ich kann sagen, hey, sag mal ein bisschen leise, ne? Oder mach das mal nicht.
Ja, das kann ich machen. Aber wenn ich mich dazu entschließe, etwas zu sagen, dann muss ich im Umkehrschluss sofort mir darüber im Klaren sein, kann ich mit der Rückantwort leben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die sagen, jo, hast du recht, alles klar, machen wir nicht mehr, wir sind leise. Sehr unwahrscheinlich. Oder es gibt die andere Antwort, dass sie aggressiv werden, mir gegenüber, meinen Familienangehörigen gegenüber, und kann ich das dann wechseln? Kann ich die mal alle weglegen? Wenn ich das kann, jo. Wenn ich das nicht kann, dann ist es keine Schande, auch mal einfach nichts zu sagen. Situationen richtig erkennen. Ihr müsst verstehen, egal wo ihr herlauft, wenn ihr euch irgendwo einmischt, richtet sich die Aggression in einer Sekunde gegen euch. Alles andere ist dann gar nicht mehr wichtig. Und dann müsst ihr immer abwägen, ist es das jetzt wert? Ist es das jetzt wert? Ja. Wenn ich denen was sage, dann weiß ich hundertprozentig genau, alles klar, der Erste, der jetzt zu mir kommt, den lege ich direkt flach, damit Ruhe ist. Da wird auch gar nicht mehr gesprochen. Wenn ich das kann, ja, okay, dann kann ich sagen, ey, Ruhe. Aber wenn ich das nicht kann, der Mann ist gestorben, leider Gottes, für nichts, für nichts. Die Jugendlichen, die sagen später, ja, wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, die kriegen, was weiß ich, Bewährung, weil die vielleicht noch Alkohol getrunken haben, was auch immer, keine Ahnung. Eigentlich für nichts. Ja? Und deswegen, es geht immer darum, am Ende des Tages die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich irgendwo was sage, mich einmische, dann muss ich damit leben können, dass die Aggression sich gegen mich richtet. Und dann muss ich mich fragen, kann ich das oder kann ich das nicht? Und wenn ich das nicht kann, dann bin ich vielleicht ruhig. Wenn da jetzt, ich weiß ja nicht, was die gemacht haben, aber ich kann ja auf verschiedene Arten eingreifen. Ich kann ja einfach weitergehen, wenn die da jetzt annalieren und Dinge kaputt machen. Ich gehe einfach weiter, ignoriere das erstmal, damit ich hier aus dieser Zone rauskomme. Und dann nehme ich mein Handy und rufe die Polizei an und sage, hören Sie mal, da an dem Platz, ne, die drehen da gerade völlig durch, gucken sich das doch mal an. Dann bin ich doch fertig damit. Ja? Aber als Zivilist die richtigen Entscheidungen treffen, das ist ganz, ganz wichtig. Anderen zu helfen auf der Straße. Da sind auch schon viele durchgeflutet worden. Ja? Ich sehe jetzt plötzlich einen Streit zwischen Mann und Frau oder zwischen zwei Männern und will mich jetzt da einmischen. Ich sage, ey, komm, mach doch nicht mehr Blödsinn. Und die erste Frage, die ich mir stellen muss, kann ich das? Nur zu sagen, ey, hör auf, damit ist es nicht getan. Die beiden haben sich warum auch immer in der Rolle. In dem Moment, wo ich da eintrete, bumm, richtet sich alles gegen mich. Kann ich das? Ja. Okay, mache ich das. Kann ich das nicht? Helfe ich anders. Ja, wenn ich so eine Gewalttat vielleicht sehe von außerhalb, dann kann ich sagen, hier, ne, ey du, lass mal den Mann da in Ruhe oder die Frau, ich habe die Polizei gerufen, die ist schon auf dem Weg, um den Täter nervös zu machen, um ihn davon abzubringen. Oder ich kann hergehen und sagen, du, weißt du was, guck mal da, wir müssen jetzt was machen, hier stehen 3, 4 Mann rum, die akquiriere ich jetzt hier und dann können wir eingreifen. Ich muss mir nicht den roten Umhang umbinden und dann da reinfliegen und sagen, so, ich bin jetzt Superman. Damit ist uns nicht geholfen. Wenn ihr dann da liegt für nichts, damit ist euch nicht geholfen. Deswegen, all diese Dinge, es geht immer darum, kann ich etwas machen oder kann ich es nicht machen. Die Zeiten sind anders. Jeder hat heutzutage ein Messer bei. Situationen eskalieren für nichts, für nichts. Und danach wird gesagt, ja, das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Ja, es tut mir echt leid. Aber ihr seid im Arsch. Ja? Also, es geht darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wir spielen mal so ein paar Dinge durch. Kommst du mal zu mir? Alles gut, ich nehme dich. Alles gut, stell dich. Okay. Nee, nicht mit dem Rücken zu mir. Ne? Ich bin jetzt der Böse.
Okay. Jetzt treffen wir beide uns auf der Straße, ja, und ich mache dich jetzt hier irgendwie an. Ja, ey, Pippi, was ist denn da für ein Lachen auf der Brust? Ne? Ja, den würde ich aber mal gerne streicheln lassen. Geht das? Ja? Warum nicht? Ja, weil ich das nicht möchte. Oh, hast du nicht Lust, mit mir nach Hause zu kommen? Nee, hab ich auch keine Lust. Komm, bist du ein nettes Schützchen? Nee, lass mal stecken. Ja, warum nicht? Nee, keine Lust. Komm, Nee. komm doch mit. Nee, Ne? nee. Bist du eine Nette? Nee. Wie erklärst du mir, dass ich das sein lassen soll? Ja, indem ich aus der Situation weg will und mir auch sage, dass ich es nicht will. Ja, mach doch mal. Sag doch mal was Lautes hier. Ach, du willst noch lauter? Ja, bitte. Also, du bist ja noch nicht so ganz gefährlich. Ja, aber ne? Wir sind ja jetzt gerade schon dabei. Okay, aber wie schreist du? Dann schrei. Lass mich in Ruhe, Mann! Ich will nicht! Ja, aber das hat sie richtig gemacht. Ja. Weil davor hat sie mich die ganze Zeit geduzt. Ach, Ja. lass mich, geh doch weg. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, egal ob männlich oder weiblich, auch wenn wir beide uns jetzt in der Wolle haben auf der Straße, ja, und du bist jetzt das vermeintliche Opfer und du sagst zu mir, verpiss dich, hau ab, du Wichser, lass mich in Ruhe. Was für ein Gefühl kommt dann auf für andere, die dabei stehen? Zwei Kumpels. Ja, dass wir beide, ne, wir haben uns jetzt mal eben in eine Wolle, aber eigentlich kennen wir uns. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ob Männlein oder Weiblein, du kannst wieder zurückgehen, danke. Ob Männlein oder Weiblein, immer Sie. Lassen Sie mich in Ruhe, gehen Sie weg, weil jetzt ist die Bereitschaft zur Hilfe bei anderen viel, viel größer. Eigentlich wollen die Menschen gar nicht helfen. Die tun immer so, als wenn sie das gar nicht sehen, weil sie zum Teil auch gar nicht mehr wissen, wie sie helfen sollen. Und deswegen, wenn wir dann noch die falschen Signale ausstreuen, indem wir den Täter duzen, dann haben wir noch ein größeres Problem. Also, egal ob männlich oder weiblich, egal wie alt, lassen Sie mich in Ruhe, gehen Sie weg. Laut und deutlich. Jetzt denken sich die Umstehenden, ey, ich kenne sich ja gar nicht, was ist denn da los? Aber wenn Mann und Frau, wir beide haben jetzt hier Dortmund, Westen-Hellwig, Theater, und du sagst, ey du Wichser, lass mich in Ruhe, verpiss dich, dann werden alle denken, ach die beiden, die haben Ehekrach. Nachher haben die sich wieder lieb. So, das heißt, die Leute, die dir vielleicht helfen würden, die würden dir gar nicht helfen, weil du sagst. Ja? Und deswegen ganz, ganz wichtig, Kommunikation. Lassen Sie mich in Ruhe, gehen Sie weg. Ja? Das sind alles Dinge, die wichtig sind. Ich habe selber 2 Kinder. Okay? Die sind jetzt schon aus dem Kindergartenalter raus. Aber die Polizei fühlt sich ja hin und wieder berufen, in Schulen zu gehen und etwas über Sicherheit zu erzählen. Die sagen dann den Kindern, ja, Fritzchen, wenn dich jemand anspricht, draußen, den du nicht kennst, dann musst du weglaufen und du musst ganz laut Feuer schreien. Als meine Tochter nach Hause kam damit, bin ich fast ausgeflippt. Was für eine idiotische Verhaltensweise. Ihr müsst euch vorstellen, jeder von uns ist beschäftigt. Ihr müsst zur Arbeit, ihr müsst zum Freund, ihr müsst sonst wohin. Jeder ist busy. Und jetzt renne ich durch die Stadt oder egal wohin. Und da steht irgendwo ein Kind mit einem Erwachsenen, ganz egal, und schreit Feuer, Feuer, Feuer. Dann gucke ich da hin, brenn nicht. Dann denke ich mir, ein Scheißblach. Und lauf weiter. Ja Leute, geht's noch? Wenn ihr Hilfe braucht, dann müsst ihr euch die Hilfe erarbeiten. Hallo Sie im roten Pulli, bitte helfen Sie mir. Hallo Sie, bitte helfen Sie mir mit dem Dackel, mit der Mütze auf dem Kopf. So bekomme ich Hilfe. Aber ich kriege keine Hilfe, wenn ich Hilfe, Hilfe schreie oder Feuer, Feuer. Keiner hat Bock zu helfen. Sprecht die Menschen in eurer Umgebung an, egal ob ihr in der Bahn seid, in einem Bus seid, ganz egal. Ihr seid alleine, ihr fühlt euch bedrängt durch irgendjemanden, sprecht irgendjemanden an. Hallo Sie, können Sie mir bitte helfen? Ich werde hier belästigt. Weil jetzt tritt nämlich eins in Kraft, ich mache diese Person betroffen. Vorher kann die Person sagen, ja, das habe ich ja gar nicht so wahrgenommen.
Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja? Aber wenn ich sage, bitte, helfen Sie mir. Und wenn er es jetzt nicht macht, dann macht er sich mitschuldig. Unterlassene Hilfeleistung. Und wenn ich sage, bitte helfen Sie mir, dann meine ich nicht, dass er sich den Umhang umbindet, sich die Brust aufreißt und dann kommt Superman zum Vorschein, sondern Hilfe kann immer unterschiedlich aussehen. Er kann vielleicht noch ein paar andere akquirieren und sagen, hey Jungs, komm, da helfen wir jetzt. Er kann die Polizei anrufen, was auch immer. Hilfe kann immer unterschiedlich aussehen. Aber so bekomme ich eher Hilfe. Ich mache die Menschen in meiner Umgebung betroffen. Bitte helfen Sie mir, ich werde hier belästigt. Okay? Das sind alles wichtige Dinge, fast wichtiger wie jede Technik. Und dann kommen wir noch zu einer anderen Geschichte und dann habe ich genug gequatscht, dann habe ich auch keine Lust mehr. Das sind heutzutage diese Geschichten. Ihr habt gerade ganz am Anfang so, ich hau mal überall meine Tasche hin. Notausgang. Ihr alle habt Familie. Ihr alle seid irgendwo unterwegs. Ihr geht ins Kino, ihr geht ins Restaurant, ihr geht auf Veranstaltungen, in Diskotheken. Habt ihr euch jemals dafür interessiert, wo ist denn hier der Notausgang? Wie komme ich denn hier aus dieser Geschichte raus? Nein, das interessiert euch nicht. Wisst ihr warum? Weil ihr immer noch denkt, ja, hier passiert nichts. Und wir sind doch hier im super Europa, da passiert doch auch nichts. Das kannst du vergessen. Ihr sollt nicht paranoid werden, aber ihr sollt euch mit Dingen auseinandersetzen. Wenn ich irgendwo hingehe, ich setze mich niemals mit dem Rücken zur Tür. Ich versuche immer großmöglich zu sehen, was in meiner Umgebung passiert. Wer kommt da gerade rein? Wer hält da vielleicht draußen gerade mit dem Auto oder was auch immer? Und dann schaue ich mich um, wo kann ich denn hier abhauen? Wenn hier irgendwas passiert, wo ist die Fluchtmöglichkeit? Wo komme ich hier weg? Gibt es hier einen Notausgang? Kann ich hier irgendwas benutzen? Das sind so Gedanken, die ich habe. Und dann bin ich fertig damit und dann kann ich meinen Abend genießen. Dann kann ich mein Essen genießen, den Film genießen, die Veranstaltung genießen. Alles gut. Wenn ich mit meiner Tochter irgendwo unterwegs bin, dann sage ich, du, wenn hier irgendwas passiert, wir treffen uns da oder wir rennen in die Richtung, dann bin ich fertig damit. Denn wenn etwas passiert, die Wahrscheinlichkeit ist ganz, ganz gering, aber wenn etwas passiert, wissen wir, was wir zu tun haben. Wir springen nicht kopflos auf und suchen jetzt erst den Notausgang oder machen uns jetzt erst Gedanken, was können wir tun, sondern wir haben uns vorher, wie so eine Checkliste, wenn wir einkaufen gehen, brauchen wir Butter, Brot, Milch. Unsere Checkliste haben wir jetzt schon abgearbeitet und ich weiß, wenn was passiert, bumm, die Entscheidung, das zu tun, fällt viel, viel leichter. Und all das ist Selbstverteidigung. Hier, das Ding da oben einschalten. Ja? Es gibt so viele Beispiele. Wir kommen gleich noch während des Kurses auf Gewalt, was Gewalt auch mit unserem Körper macht, weil das ist so das, was Krav Maga von anderen Sportarten abhebt. Ne, wenn ich treffe manchmal andere Kampfsportler und die fragen dann, ja, was machst du denn? Ich mache Krav Maga. So, was machst du denn? Ja, ich mache Jiu-Jitsu, ist das gleiche wie Krav Maga. Ja, oder ich mache irgendwie Combat, Kralle, keine Ahnung, aber ist das gleiche wie Krav Maga. Ne? Einer hat mir mal erzählt, er war Militärpolizist bei der Bundeswehr, aber ist das gleiche wie Krav Maga. Habe ich das gleiche gemacht wie beim Krav Maga. Nein, du Osterhase, hast du nicht. Ja, hast du nicht. Krav Maga hat ganz andere Ansätze. Es nützt dir nichts, wenn ich dir 3000 Techniken zeige, 3000 Techniken und du beherrschst auch diese Techniken. Super. Du beherrschst diese Techniken hier, in deiner Umgebung, wo du dich wohlfühlst. Ohne Stress, ohne Angst, ohne Adrenalin. Auf der Straße, wenn ich vor dir stehe und mir platzt die Hutschnur. Voll aggressiv und ich will dir den Arsch aufreißen, ich will dir den Schädel zertrümmern, ich will dich abstechen, dann sagt dein Körper, fuck, ich kann mich nicht bewegen, was ist hier los? Ja, der Körper hat plötzlich ein Eigenleben. Und das ist das, was viele vergessen. Euer Körper blockiert plötzlich. Ihr wisst, was ihr zu tun habt, aber euer Körper
Nö, habe ich keine Lust drauf, mache ich nicht. Und das ist der große Unterschied zwischen Kampfsport und Krav Maga. Was wir machen im Krav Maga, zumindest wenn ihr in einer guten Schule seid, alle Gewaltszenarien, die ihr euch vorstellen könnt und auch nicht, werdet ihr hier hunderte Male durchlaufen. Natürlich in einer kontrollierten Umgebung, aber ihr werdet so unter Druck gesetzt, so unter Stress gesetzt. Ihr werdet dadurch stressresistent. Ihr habt alle Szenarien, Vergewaltungsszenarien, Totschlagsszenarien, auf dem Boden liegen, treten, was auch immer, abstechen. Ihr habt alle schon durchlebt. Ihr werdet dadurch stressresistent. Ihr wisst plötzlich, aha, okay, die Situation habe ich ja schon mal gehabt, euer Körper stellt sich plötzlich darauf ein. Ja? Natürlich immer noch was anderes wie in der Realität, aber ihr habt schon mal alles durchlebt und nah an der Realität, nah an der Realität. Wir machen kein Wushu, ja, keine mentalen Dinge. Hilft dir auf der Straße nicht. Auf der Straße kriegst du eine Fresse. Ja, dann ist dir kein Wushu. Zähne raus, fertig. Okay, so, genug gequatscht. Wir machen uns jetzt ein bisschen warm, weil wir bewegen ja gleich unseren Körper. Und dann fangen wir an, auch mal so ein bisschen mit Kontakt zu arbeiten. Ja, wir gehen verschiedene Situationen durch und dann schauen wir mal, wo wir heute landen. Krav Maga Street Defense. Seit 1999 ein Garant für Qualität im Krav Maga und der modernen Selbstverteidigung. Es ist dein Leben. Lerne dich und deine Lieben in Extremsituationen zu schützen.